Hier haben wir mal ein Beispiel. Das Fahrzeug ist wie alt? 8 Jahre ist der jetzt alt. Und so sieht so ein Aufkleber dann von Pössl aus. Das sieht doch nett aus, wenn man da von der Straße aus drauf zukommt. Straßenschaf parkt schön in Schluchsee. Ist auch ein schön angelegter Stellplatz hier. Das Wetter, den blauen Himmel, hätten wir doch gerne auch die letzten paar Tage hier gehabt. Hatten wir aber leider nicht. Der Freitag ging so einigermaßen. Oh, da hinten ist einer mit... Das muss ich mir gleich mal angucken gehen. Da fahren wir gleich mal rüber. Der fährt ein ferngelenktes Motorrad da hinten. Das finde ich interessant. Muss ich ja zugeben, das hat mich jetzt fasziniert. Ich musste mal rüberkommen. Der läuft nicht gut. Ja. Ich habe so dickes Öl, weil das ist nicht fahrbar. Ja, Normal, der müsste eigentlich ganz locker fahren. müsste ja eigentlich die Schräglage ein bisschen... Ja, auch so, er muss viel kontrollierbarer werden. Ja, Ich habe das dicke Öl, also die Lenkungsdämpfer schafft nicht. Und das Ja. Ich habe noch ein kleines, da muss man sehen, dann merkst du den Unterschied. Also ich muss das wieder ausbauen, muss die Dinger... ja, aber genau dafür ist das hier natürlich ideal. Ne? Hast einen großen Platz zum Ausprobieren. Ja. Viel besser. Also der da hier, der fährt gar nicht. Das, Ja, Also das ist gut, dass ich ihn nämlich ausprobiert habe. ja, Der geht gar nicht. Also mit dem Fahren, schau, das ist... ja, der darf kippt. nicht sein, Er oder? kippt. Das ist hier, schau, das ist zu dick. Diese Lenkerdämpfer sind so viel Öl und Ja. der macht gar nichts hier. Siehst du? Ja, der geht dann sofort voll quer. Ne? Ja, der geht gleich quer. Aber ich Normal habe jetzt muss er- gerade mal den Reifen angewässt. Oh, das Der ist ja richtig abgefahren. baxig. Der ist Ja, abgefahren. ja, Der ja. ist ja da nichts mehr. Aber Der hat Feuer, ja. Alter Falter. Da geht's aber auch ab hier. der ist noch nicht Vollgas. Das Schlimme ist, wenn ich Vollgas gehe, kann das leider sagen. Weißt du? Ja, ja, ich hab's gesehen. Jetzt sind die Reifen langsam warm, weißt Ja, es ist wie bei den Großen. Ich fahre auch großes Motorrad. Aha. Ja, da geht er sofort vorne hoch, ne? du? Ja, der Fall, der hinten rum. Ja, ja, ja. Hast du gesehen, der hat sogar abgehoben vorne. Wheelie, oder was? Wheelie. Ich muss aufpassen, weißt du? Stelle hier. Ja, Deswegen rubbelt er weg. ja, das ist wie beim Formel 1. Das kann man, hier kann man das jetzt schön sehen im Bild. Ja, Das ist Bremsplatten sozusagen, ne? ja. Und wenn das jetzt weg wäre, dann können die viel Dann wird er noch viel runder laufen. Viel noch. runder, Ja, ja, ja. ja. Und die haben- Das das gibt ist vom- Unruhe ins Fahrwerk. Da hier auch die Reifen haben wir mal weggeschnitten. Das ist altes Material, was ich Ja, Trainingsmaterial, ne? Ja, genau. Wird, Ich wird, mag da wird nichts verbraucht mehr. dann. Ja, genau. Und da Ja. läuft halt nicht so schön, ne? Aber schon mal, trotzdem liegt das schön, ja. Diese Trimmgewichte ist so wie Kreisel. Wenn du Stabilität willst, Ja. ein Stück Gewicht daran. Ne? Aber Kreiselkräfte, ne? ja, Kreiselkräfte, ja. Und wenn die jetzt zum Beispiel, wenn die jetzt wegmachst, ist er agiler, ne? Ja. Ja, dann kriegst du schnellere Kurvengeschwindigkeiten, aber ist schwerer zu fahren. Ja. Schau, ich kann das so langsam fahren. Und er fährt richtig schön stabil dabei, jawohl. Ich habe ja eins da vorne. Mhm. Das sind Können wir Dinger, mal in da kann man Großaufnahme richtige nehmen, ne? Scheibenbremse einbauen mit Ja, ja. Zug dann nach innen, aber das greift halt wieder hier in diese Lenkung ein hier, ne? Mhm. Da wird er halt wieder Instabilität. Ich habe noch eins, Ja. der hat sogar eine Scheibenbremse drin. So, ne? Und da seht ihr den Zahnriemen, mit dem er angetrieben Ja. wird hier. Ist halt leiser, man kann auch mit Kette machen. Ja, sieht naturgetreuer aus, Ja, aber Kette auch, ja. Aber es liegt an dem, das ist Ja. jetzt ein reiner Wettbewerb hier. Das ist jetzt Z1, ist schon ein wenig teurer. Aber also ein X-Rider für den Einsteiger ist ja mhm. so halb Wettbewerb im Hobby und ist von Preis-Leistungs-Verhältnis am vernünftigsten. vernünftig, ist ziemlich stabil. Ja, Also aber hier nicht, also beim Motorradjob kriegst du noch alles. Da kriegst Ja. du komplett eins für 300 Euro. Ja. Mit Bürstenmotor, der etwas bessere, 320 Euro mit Fernsteuerung, mit Akku, Ja, alles ja. drum und dran. ah, zuckt er, da zuckt er. Ja, das ist aber jetzt deswegen beschleunigt ist das. Deswegen sind die Bügel dran. Ne? Ja. Das lässt er-
Das ist klar. Pah. So, dann machen wir das wieder drauf. So. Ich fühle mich geehrt, Ja. dass das da untergebracht wird. Da fühle ich mich ja. aber richtig geehrt. Ich nehme Ihnen sogar den Müll ab dann. Oh, Ne? ja, danke. Ja, Coole aber gut, Geschichte. wenn es ein wenig bekannt wird oder sowas. Ist Ich habe mir jetzt nämlich gedacht, ich will morgen noch mal schön beim Penny einkaufen fahren, bevor ich nach Frankreich rüberfahre. Und dann werde ich nämlich heute jetzt mal so eine kleine Runde fahren, Höllental und den Hirschsprung wollte ich mir angucken und mal gucken, Titisee, wie weit ich heute komme. Das Wetter spielt ja ein bisschen mit. Wir kriegen jetzt hier mal ein bisschen blauen Himmel endlich. Ne? Wo diese Tour jetzt hier genau hingeht und wo sie endet, das steht überhaupt noch nicht fest. Ich fahre frei der Nase nach, relativ ungeplant. Hatte mich aber schon ein bisschen so drauf festgelegt, dass ich so in die Richtung Frankreich, vielleicht wird es sogar Spanien, dann mich so bewegen will, dass ich Richtung Mittelmeer möchte. Vielleicht kommt man noch mal ins Wasser hinein, dass das Mittelmeer dann auch noch mal schwimmtechnisch noch mal erprobt werden kann. Jetzt habe ich endlich grün. Dem einen oder anderen wird es vielleicht auch bekannt vorkommen, dass ich ja im letzten Jahr im Herbst ungefähr auf derselben Ecke so unterwegs gewesen bin. Das ist vielleicht auch tatsächlich einer der Gründe dafür, weshalb ich das dieses Jahr auch nochmal angehe. Denn ich habe ein bisschen Pech da mit dem Wetter und mit den Verbindungen gehabt, habe dann auf besseres Wetter gehofft. Ich habe da ganz viele Ziele, die ich mir schon rausgeguckt hatte, die ich dann nicht anfahren konnte, weil das Wetter einfach nicht mitgespielt hat. Und so war das für mich naheliegend. Ach Mensch, das hast du jetzt gerade noch so präsent. Das hol doch noch mal nach. Da fahr doch noch mal auf der Ecke vorbei. Da oben steht der Hirsch. Das ist der sogenannte Hirschsprung. Wir gucken uns das mal näher an. Das sieht doch malerisch aus hier. Der Hirschsprung liegt im Höllental. Der Ursprung des Namens soll daher kommen, dass man militärisch hier wirklich gesagt hat, also das hier zu verteidigen oder hier sich durchkämpfen zu müssen durch diese enge Klamm, das ist halt die Hölle. Das ist demzufolge dann auch das Höllental. Und zum Hirschsprung kann man auch noch eine Geschichte erzählen. Ich habe jetzt 2 verschiedene Versionen gehört. Von Hiesigen in Freiburg ist mir auf der Messe erzählt worden, dass der Hirsch der Sage nach von einem Adligen gejagt wurde. Der hatte also die Fährte aufgenommen und hat ihn in einer Art Hetzjagd jagen wollen. Und der Hirsch, da deckten sich auch beide der Versionen, die ich jetzt so recherchiert habe, soll dann von der Seite in seiner Todesnot rübergesprungen sein auf die andere Seite. Da wäre er aber natürlich auch mit Pfeil und Bogen dann immer noch erreichbar gewesen. Aber daraufhin hat der Adlige von ihm abgelassen und hat gesagt, für diesen mutigen Sprung schenke ich dir das Leben. Einer anderen Version dann zufolge, die in Wikipedia auch so drin steht, was nun stimmt, welches nun die richtigere Überlieferung ist, das kann ich eh nicht jetzt recherchieren. Danach soll es ein Raubritter gewesen sein, der eben jenen Hirschen gejagt hat und der dann ebenfalls den Hirschen dann hier bis an diese Stelle gebracht hat. Und von der einen Seite ist der Hirsch auf die andere Seite gesprungen. Der Hirsch hat es geschafft. Der Ritter ist hinter ihm hergesprungen, der Raubritter, und ist in den Tod gestürzt. Das ist die andere Variante. Der Hirsch ist in dieser jetzigen Form, ich glaube, das ist eine Bronze, wenn mich nicht alles täuscht, schon sehr, sehr, sehr lange an dieser Stelle montiert. Er ist dann, ich meine, das müsste Anfang der 90er Jahre gewesen sein. Oh, ich muss euch jetzt mal Autos zeigen. Jetzt drehen wir mal schnell. Zwei Traumautos. Ja, das ist natürlich auch eine tolle Strecke für die. Wir haben auch einen Daumen hoch gekriegt von mir und haben auch schön zurückgegrüßt. Wo war ich? Ja, die Statue des Hirsches ist, meine ich, eine Bronze und die ist ungefähr Anfang der 90er, glaube ich, mich jetzt aus dem Kopf zu erinnern.
Schreibt es mir in die Kommentare. Also, ne? Dann haben wir da die Klarstellung jetzt im Moment hier vor Ort. Der Hirsch ist wohl Anfang der 90er Jahre dann irgendwann einmal per Kran heruntergehoben worden. Das passierte seitdem auch immer mal wieder bei bestimmten Gelegenheiten, weil er eben hier auch ein lokales Maskottchen natürlich ist. Das heißt, das hat immer einen hohen Aufmerksamkeitsfaktor, wenn man da irgendetwas mit dem Hirschen vom Hirschsprung macht. Aber als er das erste Mal heruntergehoben worden ist, hat man mehrere Einschusslöcher vorgefunden und am Grad der Korrosion hat man gemutmaßt, dass diese Einschusslöcher noch aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs stammen müssten oder kurz danach. Wir fahren jetzt weiter. Oh, da kommt auch wieder ein schönes Stück. Sogar scheinbar als Wohnmobil ausgebaut. Jawohl! Ein historisches Wohnmobil. Dem fahre ich jetzt hinterher. Ich würde mich freuen, wenn ich den treffe. Es freut mich echt, die beiden getroffen zu haben. Ich wollte auch noch mal einen Zwischenstopp an dem Café machen, das so im Stil eines Schwarzwälder Traditionshutes eigentlich gestaltet ist. Kaffeebäckerei Schwarzwaldmeidle. Hier haben wir mal ein Beispiel. Das Fahrzeug ist wie alt? 8 Jahre. 8 Jahre ist der jetzt alt. Und so sieht so ein Aufkleber dann von Pössl aus. Auf der UV besonders ausgesetzten Seite. Auch der Streifen hier oben, der hat sich auch entsprechend abgelöst. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, hier, das war mal unter dem Fensterrahmen. Das kann man hier auch noch schön sehen, wie diese Folie geschrumpft ist. Dass sie hier ihre Position hatte und dann so hoch ging. Also da muss man wirklich sagen, speziell bestimmte Farben, weil der weiße Streifen hat genau dieselbe UV-Einstrahlung abgekriegt und der ist hier noch vollkommen okay. Aber dieses graue Feld, das habe ich ja auf meinem schwarzen Schaf genauso. Das sieht nach ein paar Jahren, wenn da UV-Einstrahlung drauf ist, richtig böse aus. Ebenso auch hier der Schriftzug auf dieser Seite. Und jetzt zeige ich euch im Vergleich die andere Seite. Da ist nicht so viel UV-Strahlung drauf gewesen, aber auch hier wellt es sich schon langsam leicht auf. Auch da oben, das dürfte Silber gewesen sein ursprünglich mal, ne? Ja, das ist genau der Aufkleber. Wir schwenken jetzt rüber aufs schwarze Schaf. Das ist der Aufkleber, den ich bei mir noch dran gelassen habe. Ihr wisst es, ich habe das eine Video jetzt ja schon gebracht, wo ich den weißen Streifen erstmal entfernt hatte. Ich hätte mal lieber auch gleich alles andere mit wegmachen sollen. Und da gehen wir gleich rein ins Café Bäckerei Schwarzwaldmeidle. Das sieht doch nett aus, wenn man da von der Straße aus drauf zukommt. Samstag, Sonntag, 7:15 Uhr bis 18:30 Uhr. Unter der Woche 6:45 Uhr bis 18:30 Uhr. Jetzt schauen wir mal, was ich da für eine Kleinigkeit noch mal bekommen kann, weil Frühstück ist lange her. Mal gucken, vielleicht wird es ein Stück Kuchen, vielleicht ist es auch was Herzhaftes. Ja, das ist eine Schwarzwälder Männerhandtasche. Das kann ich nachvollziehen. Schmeckt gut, schmeckt auch gut. Also falls ihr euch wundert, der Schwarzwaldmeidle hat leider schon zugehabt. Jetzt gucken wir hier nochmal, ob ich mir hier eine Kleinigkeit zumindest hier schnabulieren kann. Aber ich habe die beiden hier getroffen. Möchtet ihr im Bild sein? Und die haben mir gerade einen super Tipp gegeben. Rothaus ist ein inoffizieller Stellplatz noch, weil er wartet noch auf Genehmigung. Aber ich bin autark. Mal schauen. Ich werde dann nachher zumindest mal zum Essen hinfahren und mal gucken, wie es denn so aussieht. Und dann kann ich mir vielleicht morgen auch noch mal die Rothaus-Brauerei noch mal kurz angucken, bevor es dann Richtung Frankreich geht. Black Forest ist cool. Jetzt sagt noch mal einer, das wäre nicht cool hier. Giftgrün gibt es auch. Sehr schöne Farbe. Das ist der Schorsch, der Schwarzwaldzwerg. Ja, die Sonne geht gleich unter. Das schwarze Schaf parkt schön in Schluchsee.
Ist auch ein schön angelegter Stellplatz hier. Mit Ver- und Entsorgung könnt ihr da drüben sehen. Ist hier kurtaxenpflichtig und wird über einen Automaten dann bezahlt. Also den Parkschein, den werde ich mir gleich holen, aber die Sonne verschwindet gleich da hinten hinterm Berg. Das heißt, da muss ich jetzt erstmal zusehen, dass ich einen schönen Blickpunkt auf den Schluchsee und auf den Sonnenuntergang bekomme, um das noch mal ein bisschen zu genießen. Aber da hinten, da seht ihr die ganze Reihe, das ist die obere Reihe mit Versorgung. Wenn die voll ist, habt ihr hier noch, da steht sogar da hinten ein größerer, eine Ausweichfläche, die dann nicht mit Versorgung gesegnet ist und trotzdem gebührenpflichtig. Wie viel Gebühren, das sehen wir gleich, wenn ich an den Automaten gehe. Aber jetzt geht es erstmal an den Schluchsee. Moin. Das ist ja auch interessant. Elektroboote, halbe Stunde 15 Euro, Stunde 25 Euro. Könnte ich mir glattweg vorstellen, dass ich das morgen vielleicht auch noch mal mache. So für eine halbe Stunde noch mal ein bisschen über den Schluchsee fahren, wenn das Wetter mitspielt. Es quietscht hier schön, ne? Die Boote hängen jetzt auch alle an Strom, werden für morgen aufgeladen. Und da verschwindet so allmählich die letzte Sonne. Und das ist hier so das Panorama. Schluchsee selbst, 2000 Seelendörfchen oder Städtchen. Da drüben ist das Strandbad. Ich vermute mal, die Wassertemperaturen sind nicht mehr so ganz so doll nach Strandbad, aber da kann man dann in der wärmeren Jahreszeit dann eben auch im Schluchsee baden. Ich teste mal die Wassertemperatur. Oh, das geht sogar. Also es ist nicht warm, ne? Aber warm genug, dass ich da noch reinspringen könnte, ist es schon. Und wir haben Anfang Oktober. Nicht schlecht. Ganz da oben seht ihr vielleicht auch noch den Aussichtsturm. Da kann man auch hinfahren. Wenn sehr klare Sicht ist, soll man von hier aus die Schweizer Alpen in fast ihrer Gänze sogar sehen können. Ich denke, es ist zu klein. Ihr werdet es wahrscheinlich nicht sehen können, aber hier sind tatsächlich noch 2 Paddler oder Ruderer auf dem See. Da vorne zeichnet sich vor dem Sonnenuntergang vielleicht gerade ebenso als schwarzer Punkt für euch ab. Ich werde mir jetzt mal mein Abendessenlokal raussuchen. Da drüben, was ich gedacht habe, das sieht leider sehr geschlossen aus. Da ist alles dunkel. Das wird wohl eher nichts werden. Aber ich denke, da drüben, fußläufig, da werde ich schon was Nettes finden. Während sich da oben die Raben streiten, wer jetzt wo sitzen darf. Hier sind wir also im Ortskern von Schluchsee. Habe ich jetzt die Wahl zwischen dem Irish Pub und der daneben liegenden Pizzeria. Mal schauen, wo ich euch hinführe. Dreimal dürft ihr raten, was es denn geworden ist. Es ist nicht der Irish Pub geworden, es ist die Pizzeria geworden und ich habe hier eine Pizza Schwarzwälder Art. Schöner kann ich den Abend doch nicht ausklingen lassen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da. Wenn ihr nicht abonnieren wollt, ist nicht so schlimm. Aber ihr verpasst keins meiner Videos und ich freue mich über jedes eurer Abos. Bis zum nächsten Mal. Euer Michael. Ziehfäden.